Servus Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Heute dreht sich bei mir alles um die Frage, sind Hühner intelligent? Und ja, es ist ja so, dass oft das Gerücht rumgeht, Hühner würden rein instinktiv handeln. Das stimmt so aber nicht ganz. Sie haben zum einen eine sehr hohe soziale Intelligenz, aber auch sonst einiges zu bieten, was das Denkvermögen anbelangt. Es gibt ja auch viele verschiedene Hühnerrassen und die verhalten sich zum Teil auch sehr unterschiedlich. Ich habe hier jetzt sehr zahme Hühnerrassen wie die Serama und meinen Antwerpener Barzerghahn, den Elten. Und da wäre zum Beispiel schon mal die Frage, sind eigentlich zahme, zutrauliche Hühner intelligenter, die quasi alles mit sich machen lassen und einen hohen Domestikationsgrad haben? Oder sind wilde, aufgeweckte Hühner intelligenter, die vor allem Angst haben, aber vielleicht auch schneller in Sicherheit fliegen oder sich verstecken, wenn Gefahr droht, wie zum Beispiel ein Fuchs oder ein Greifvogel? Tatsächlich sind Hühner einfach generell von Natur aus so intelligent, wie sie es einfach zum Überleben sein müssen. Und wenn man da jetzt mal die Wildhühner als Beispiel nimmt, die Bankiva-Hühner aus Südostasien, die ja immer noch in der Natur zahlreich leben und keine gefährdete Art sind, dann sind die Wildhühner zum Beispiel regelrechte Opportunisten und mit denen starten wir jetzt mal. Leicht haben es die Hühner wirklich nicht. Während die Haushühner regelmäßig für dumm abgestempelt werden, leben die Wildhühner in Südostasien in einem der gefährlichsten Naturlebensräume, nämlich im Urwald. Und dort haben sie zahlreiche Feinde, sowohl von oben als auch vom Boden. Sie sind auf dem Menüplan vieler Raubtiere und Greifvögel zu finden. Dass sie trotzdem im Dschungel überleben, das wäre nicht möglich, wenn diese Hühner nicht auch über eine gewisse Intelligenz verfügen würden. Wildhühner wagen sich in Südostasien sogar auch immer wieder in Menschennähe vor, in Siedlungsgebiete, denn sie sind Opportunisten und wissen Gelegenheiten für die Futtersuche zu schätzen. Und genauso wurde das Huhn wahrscheinlich auch zum Haustier. Populationen, die sich freiwillig in Siedlungsnähe aufgehalten haben, wurden Schritt für Schritt domestiziert. Ich war nie in Südostasien, aber habe Wildhühner in zahlreichen deutschen Haltungen beobachten können. Hier zum Beispiel Tiere des wissenschaftlichen Geflügelhofes Rommerskirchen. Was Haushühner und Wildhühner gemein haben, ist zum Beispiel ihre komplexe und facettenreiche Sprache. Die besteht nicht nur aus Gackern und Krähen, sondern hat über 20 verschiedene Laute hervorgebracht. Das Krähen des Hahnes ist zum Beispiel ein Kontaktruf, damit die Tiere im Unterholz sich nicht verlieren. Neben der Vielfalt an Kommunikationslauten kann zum Beispiel auch die Hackordnung und generell die Sozialstruktur einer Hühnergruppe als Beleg für eine gewisse Intelligenz herangezogen werden. Es gibt ja unzählige Haushuhnrassen und eine, die zum Beispiel den Wildhühnern noch recht ähnlich ist in den Verhaltensweisen, ist das deutsche Zwerghuhn, hier im wildfarbigen Farbschlag zu sehen, der ziemlich dunkel gefärbt ist. Und ja, solche sehr naturnahen Haushuhnrassen stehen in starkem Kontrast zu stark domestizierten Haushuhnrassen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Zwerg-Orpingtons, die verhalten sich komplett anders. Während die eine Rasse eher nervös, aufgeweckt und instinktiv wirken die Orpingtons bedächtig, ruhig und zahm und kommen uns deswegen manchmal intelligenter vor, weil wir Menschen dazu neigen, zahme Tiere als intelligenter zu empfinden als wilde und nervöse Tiere. Aber wie ich anfangs schon sagte, ich bin mir nicht sicher, wer wirklich klüger ist, ruhige, zahme Hühnerrassen oder eben die aufgeweckten Intelligenten, die noch viele Wildhuhn-Verhaltensweisen haben. Fest steht, dass die Hühner über eine unglaublich große Rassevielfalt verfügen und die verschiedenen Haushuhnrassen sind genauso unterschiedlich in ihrem Mindset wie auch die Bedürfnisse und Ansprüche, für die sie vom Menschen selektiert und gezüchtet worden sind. Durch die Haustierwerdung hat sich das Huhn sicherlich sehr verändert, was aber zum Beispiel gleich geblieben ist. Sowohl Wildhühner als auch Haushühner können sich zwischen 70 und 100 verschiedene Gesichter von Artgenossen merken. Und das ist auch zum Beispiel der Grund, warum wir bei uns auf dem Hof keine Gruppe von Hühnern haben, die größer als 60 Tiere ist, denn nur so können die Tiere eine stabile Hackordnung haben
und man kann wirklich von hühnergerechter Haltung sprechen. Würde man mehr als 100 Hühner gemeinsam in der Gruppe halten, wäre das nämlich schon aus der Sicht der Tiere Massentierhaltung, da es keine Stabilität mehr gibt. Hühner lassen sich ja auch super konditionieren, wenn man sie zum Beispiel auf verschiedene Lockrufe konditioniert, damit sie herkommen. Und da diese Aufnahmen, die kennt ihr natürlich, wenn ihr langjährige Zuschauer seid. Das ist unsere Legetruppe und ich habe diesen Hühnern schon von Küken an während der Aufzucht beigebracht, auf dieses Buck, Buck, Buck zu reagieren. Wir haben ja im Laufe der Jahre in unserer Wirtschaftsrasse die verschiedensten Hühnerrassen gehalten und vielleicht fragt ihr euch jetzt, welche Hühnerrasse bei mir am intelligentesten ist, zumindest meiner Einschätzung nach. Und ja, vielleicht die das Exchequer Leghorn-Rasseporträt kennen, die wissen die Antwort. Bei mir waren immer die Exchequer Leghorn, eine Variante der Leghorns, die vor über 100 Jahren in Schottland entstanden ist, die intelligentesten und opportunistischsten Hühner. Wenn ich zum Beispiel mit einem Salat in das Gehege komme, dann dauert es nicht lange und eine der Exchequer-Hennen fliegt mir auf den Arm, um am Salat ganz ungestört picken zu können. Die Exchequer sind nicht die massivsten Hühner in der Gruppe, Altsteirer und Marans sind zum Beispiel deutlich größer, trotzdem sind sie eben einfach schlauer und wenn wir da jetzt mal schauen, welche Hühner generell bei mir am nahesten dran sind. Exchequer, 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 Exchequer. Also es sind keine Einzeltiere, sondern die Exchequer Leghorn sind unseren anderen Hühnerrassen pauschal als Hühnerrasse überlegen. Meine Exchequer stammen auch von 3 verschiedenen anderen Züchtern, also es liegt auch nicht an der Zuchtlinie. Und dann sitzen schon mal 3 Exchequer-Hennen auf mir drauf, während keine Marans oder keine Altsteirer Henne sich das trauen würde. Ich bin mir auch sicher, wenn ich mit den Exchequern absichtlich trainieren würde, dann könnte ich kleine Zirkus-Show-Einlagen mit ihnen auch hinkriegen. Und vielleicht kennen ja manche mein Exchequer-Tanzvideo von TikTok. Aber das ist eine andere Geschichte. Wenn man sich mit der Hühnerintelligenz beschäftigt, dann beginnt das ja eigentlich schon im Kükenalter. Denn auch Küken lernen nicht, wie man lange angenommen hat, nur durch Instinkte, sondern auch durch Nachahmung. Das Glucken und Brüten an sich ist ja bei den Hühnern schon irgendwie ziemlich instinktiv. Ich habe da jetzt zum Beispiel 2 von meinen Seramas beim Brüten, die Schoki und die Froni. Und wenn die Glucken brüten, dann wirken sie wirklich wie in Trance, so als würde einfach ein Programm abgespielt. Sie sitzen fest auf den Eiern und ziehen das durch, selbst wenn die Eier gar nicht befruchtet sind. Wenn dann Küken da sind, dann kann man sich bei Kunstbrutküken auch viele Dinge von einer Glucke abschauen, zum Beispiel eben diese typischen Glucklautäußerungen oder dieses Tippen mit dem Schnabel einfach mit dem Finger nachmachen. Ja, und dann kommen sie, die Küken, und das ist schon der Beginn vom Konditionieren. Die Küken lernen ja auch recht schnell, dass sie auf die Glucke hören. In den ersten Tagen läuft die Glucke den Küken nach, danach folgen die Küken der Glucke auf Schritt und Tritt und dieses permanente Gackern, das ihr da hört, das dient zum Beispiel eben dem Zusammenhalt der kleinen Hühnerfamilie. Man hat da auch zahlreich geforscht und Küken lernen zwar ebenfalls wieder instinktiv vieles, aber sie lernen es schneller, wenn sie ein Vorbild haben, entweder eine Glucke, die ihnen zeigt, was zu tun ist, oder Schlupfgeschwister, die einfach etwas schneller begriffen haben, die eignen sich auch dazu, das Lernverhalten bei Küken zu beschleunigen. Also auch hier wieder sehr sozial und eigentlich ziemlich ähnlich wie auch bei Menschenkindern, die es sich ja auch gerne mal von den anderen Kindern was abschauen. Definitiv ist es auch so, dass Hühner, die als Küken mit einer Glucke aufgewachsen sind, facettenreicher kommunizieren und das Hühnersozialverhalten einfach besser beherrschen. Sie lernen ja schon von ihrem Muttertier verschiedene Laute. Es gibt Lockrufe, dass sie unter das Gefieder huschen sollen. Es gibt Rufe, die bedeuten, dass sie sich verstecken sollen, weil Gefahr droht. Es gibt aber auch Rufe, die zum Beispiel als Futterlockrufe gedeutet werden können und dann kommen sie sofort her und holen sich den Leckerbissen. Hähne haben erstaunlicherweise einen ganz ähnlichen Lockruf, wenn sie ihren Hennen auch etwas Schmackhaftes im Auslauf zeigen möchten, das sie gefunden haben. Hört hier mal hin, es ist der Dresdner Hahn, der hier so schön gackert.
Jetzt möchte ich euch noch von einer ganz tollen persönlichen Erfahrung berichten, die ich gemeinsam mit Verena machen durfte. Ich hatte ja eine Zeit lang blaue Ohrfasane und Verena hat dann Ohrfasanküken ausgebrütet und diese von ihrer Zwergwyandotte-Glucke aufziehen lassen. Die Glucke war am Anfang ziemlich gestresst, weil nämlich die kleinen Ohrfasanküken nicht auf ihre Glucklaute reagierten. Ohrfasane stammen aus dem Himalaya und verhalten sich als Küken anfangs sehr ruhig, weil sie dort nicht so viel Deckung vorfinden. Sie sollen nicht von Feinden entdeckt werden und deswegen gibt es dieses permanente Gluckrufen beim Ohrfasan nicht. Die Küken sind also mit der Glucke nicht mit, nur weil diese nach ihnen gerufen hat. Etwa 10 Tage später, die Küken hatten dann schon die ersten Federn, hat sich das grundlegend geändert. Die Ohrfasanküken haben gelernt, auf die Glucke zu hören und die Glucke hat gelernt, die Sprache ihrer fremdartigen Zöglinge ebenfalls zu interpretieren. Und ich denke nicht, dass das jetzt ohne jegliche Intelligenz möglich gewesen wäre, dass eine Hühnerglucke sich auf die Küken einer fremden Art so gut einstellt und umgekehrt. Generell sind Ohrfasane ja eben auch Hühnervögel, aber die Familie der Hühnervögel ist groß, beinhaltet verschiedene Arten mit verschiedenen Kommunikationsstrategien und Lautäußerungen und da ist das nicht selbstverständlich. Ihr seht, die Ohrfasanküken wurden immer noch geführt, als sie schon gleich groß wie ihre Wyandottenmutter waren. Und ja, vielleicht hat die Glucke sich da auch nochmal etwas angepasst an die längere Führzeit der Ohrfasane. Ohrfasane sind übrigens ganz ähnlich wie die Hühner auch Opportunisten. Im Himalaya gibt es Regionen, wo sie vom Wildtier zum Haustier werden, weil sie gelernt haben, sich von Mönchen anfüttern zu lassen und so dabei sind, eben zu einem domestizierten Hausgeflügel zu werden. So ähnlich war es ja auch bei den Wildhühnern in Südostasien. Wenn ihr mehr zu Ohrfasanen wissen möchtet, findet ihr dazu auch 2 oder 3 Videos auf meinem Kanal, zum Beispiel von der Aufzucht eben der Ohrfasanküken oder auch über diese weißen Ohrfasane. Ja, jetzt habe ich das Thema Hühnerintelligenz für euch mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und ich glaube, am wichtigsten war es dabei mal, das Wildhuhn mit dem Haushuhn zu vergleichen. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt auf eure Erfahrungen mit dem Thema. Welche Hühnerrassen waren bei euch besonders clever und gewieft? Und mit welchen Hühnerrassen hattet ihr schon besondere Intelligenzerlebnisse, wo ihr einfach dachtet, wow, also Hühner sind wirklich nicht blöd? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.